Können Sie mich hören? Gut. Also, wir haben heute dann das Vergnügen, mal über ein ganz großes Projekt zu berichten, das Kuwait International Airport, Terminal 2, ein Entwurf von Norman Foster, wo wir als Tragwerk- und Fassadenplanung, dann Fassadenplaner ab der Ausschreibung eingestiegen sind und diese großartige Projekt dann begleiten zu können für die ausführende Firma. Von daher war unser Auftrag, bis auf LOD 400 im BIM alles zu modellieren und das Ganze auch als Ingenieur dann zu begleiten. The new Kuwait International Airport Terminal will create an iconic gateway to the state of Kuwait. The building has a dramatic sense of arrival. Passing through a beautifully landscaped oasis, passengers arrive at the main departures drop-off, which is shaded by the overhang of the vast concrete roof canopy. The interior is a heroic space bathed in natural light and lit by a multitude of innovative roof lights that create a special ambience within the terminal. The functional layout is intuitive. All passengers arriving at the Grand Central Space will have fully glazed views towards the apron and across the concourses, providing a clear sense of orientation to passengers. There are minimal level changes throughout the terminal, with clear signage, short walking distances and fast transfer times. All essential ingredients for effective hub airport operations. So, ich glaube, Sie haben ein bisschen einen Eindruck, was das Projekt an sich bedeutet und wie natürlich es gehört. Das war ein wichtiges Video für den Kunden. Aber jetzt bleiben wir bei den Fakten. Also, welche sind die große? Also, wir sprechen von einer Seitenlänge von 1,1 Kilometer. Hier, was Sie sehen, ist eine Draufsicht dann von Google dann. Und was natürlich, glaube ich, für diese Symposium maßgebend ist, sind die Prozesse. Wir haben natürlich, als wir diesen Auftrag bekommen haben, sehr stark als Ingenieur dann erstmal mit der Gedanke beschäftigt, wie strukturieren wir dann diese ganzen Bauteile. Und haben wir dementsprechend eine logische Kodierung definiert mit Gruppen, also nur kurz gefasst in Rot, was Sie sehen, es ist eigentlich das Haupttragwerk im Massivbau, es sind vorgespannte Massivbausysteme zwischen den unterschiedlichen Trägersystemen und nur mal, um ein Gefühl zu haben, hier sprechen wir von etwas 45 Meter in der Breite. Und hier sind wir 150 Meter ungefähr in der Spannweite. Also man kann eigentlich sehr mit einer Reihe an Brücken das ganze Tragwerk vergleichen. Und zwischen diese Brücken dann hat man sogenannte Shell-Cassette, also eine elementierte Schalenkonstruktion. Und dann aussteifende Träger. Das sind eigentlich die maßgebenden Elemente. Nur eine B sehen Sie hier auf der rechten Seite, wie die unterschiedlichen Komponenten dann zusammengefügt sind. Und was maßgebend für uns ist oder war in der Planung, diese Kodierung ist eigentlich komplett konsequent durchgezogen worden, von Berichte bis Pläne, BIM-Modelle mit Untergruppe und so weiter. Und diese ganze Struktur hat uns durchaus geholfen, dann in dieses große Projekt dann besser organisieren zu können. So, und das Ganze ist von Foster als Geometrie parametrisch aufgebaut und dementsprechend haben wir entschieden, das auch als Ingenieur parametrisch das Ganze zu organisieren und strukturieren. Und wir haben uns entschieden, dann mal eine einzige geometrische Quelle, das ist hauptsächlich in Rhino entstanden, mit Grasshopper und C#. Und aus dieser Quelle hat man dann ein Finite-Element-Modell, also viele von diesen Firmen sind hier in der Runde vertreten, von daher werden Sie sich wiedererkennen. Das Finite-Element-Modell würde aus der gleichen Quelle auf der einen Seite generiert und dann über unterschiedliche Aufsatz Software und eigengeschriebene Skripten hat man dann das BIM-Modell auch generieren können. Und dann sehen Sie ganz klar, wir stehen auch als Firma für OpenBIM und werden wir es nachher im Detail mal erklären, wie es bei uns dann sozusagen umgesetzt worden ist.
Hier nur beispielsweise von Rhino-Modell ins Revit, viel eben über selbstgeschriebene Skripten und diese Informationen sind nachher für die bis in die Fertigung dann verwendet worden. Und nur als Beispiel dann, das ist dann die Geometrie, wie es aus der Rhino sozusagen entstanden ist. Die unterschiedliche Farbe haben natürlich mit unterschiedlicher Geometrie und Funktionen zu tun. Hier das Finite-Element-Modell, die in Sophistik generiert sind, ein paar Kennzahlen dazu. Und damit übergebe ich das Wort Frau Braun. Dankeschön. So, hier nochmal ein Gesamtbild von der schieren Größe unserer Dateien. Also sie setzten sich zusammen aus über 100 Revit-Files mit einer Größe von mehr als 10 Gigabyte. Die Unterteilung der Files war dem geschuldet, dass einfach der BIM-Manager ein Limit gesetzt hat, um eben das Koordinationsmodell, in dem alle Disziplinen eingeflossen sind, noch handeln zu können. Hier mal ein Ausschnitt, wo man die eben beschriebenen Gruppen im Detail nochmal sehen kann, die Haupttragwerksstützen der Gruppe 100, die Brücken bis hin zum Dach. Ich möchte kurz auf die Kodifizierung nochmal eingehen, die hier in dem Projekt, also projektspezifisch durchgeführt wurde. Das heißt, alle Disziplinen mussten sich einer Kodierung fügen, die sich zusammensetzt aus dem Projektcode, aus der Disziplin, aus der ausführenden Firma und dann der Bauteilkategorie. Das sind eigens für das Projekt entwickelte Codes gewesen. Der Zusatz hier sind einfach ergänzende Informationen. Hier finden wir unsere Bauteilgruppe wieder. Diese Informationen werden wieder gespiegelt in, wie eben genannt, Plänen bis hin zu Produktionsdaten. Des Weiteren wurden projektspezifische Parameter ergänzt. Sehr interessant, also auch wirklich bis hin zur Ausschreibung. Ich kann also meine Modelle filtern nach den Positionen in der Ausschreibung. Die Mengenermittlung ist natürlich dadurch auch sehr einfach. Die Spezifikationscodes sind in den Objekten vermerkt. Der Code für den Quantity Takeoff ist vermerkt und so zusammen mit unserem Elementcode filterbar und die Massen auslesbar. Diese Codes wurden natürlich genutzt, um die interdisziplinäre Kollisionsprüfung durchzuführen. Das heißt, der BIM-Manager kontrollierte über Navisworks alle Dateien von allen Disziplinen und konnte dann gemäß der Bauteilkategorie eine Zuständigkeit für diese Kollision zuweisen. Ein kurzes Beispiel: Wenn Elektrokabel durch eine Haupttragwerksstütze laufen, dann wurde automatisiert entschieden, alle Codes, Kabel durch Tragwerksstütze werden natürlich dem Elektriker zugewiesen. Auch für die intradisziplinäre Kollisionsprüfung haben wir diese Codes verwendet, um bei uns tatsächliche Kollisionen zu filtern von sogenannten Fake Clashes, die einfach aufgrund der Modellierung entstehen, zum Beispiel Stahlträger, die auf Achse einfach extrudiert wurden, die haben natürlich notwendigerweise im Knotenpunkt eine Kollision. Die wurden aber bei uns einfach ausgefiltert. Hier möchte ich nochmal auf eine kleine Besonderheit hinweisen. Es geht immer wieder darum, ob die Produktionsdaten dann später zurückgespielt werden ins Gesamtmodell. Das haben wir hier tatsächlich gemacht. Wir haben also im Revit-Modell zunächst vereinfachte Platzhalter modelliert und jetzt, da wir mit Tekla direkt Produktionsdaten liefern, haben wir über die Schnittstelle IFC diese Daten wieder zurückspielen können in das Revit-Modell, in das Koordinationsmodell, um eine erneute Kollisionsprüfung zum Beispiel durchführen zu können mit den tatsächlichen 3D-Produktionsinformationen. Hier war es eben wichtig, die
Tekla eigenen Parameter auf die projektspezifischen Parameter zu mappen, die richtigen Property-Sets zu wählen, sämtliche 4D-Parameter, die dann später zur Bausimulation dienen, hinzuzufügen. Hier nur ein Beispiel, also auch die verlinkten IFCs werden in Navisworks absolut genauso dargestellt wie die nativ modellierten Elemente. Das verbindende Glied aller Modelle, ob sie jetzt aus Revit kommen, aus Tekla, aus Allplan, war ein besonderer Parameter, der neben der elementspezifischen ID separat eingefügt wurde. So habe ich einen ID-ähnlichen Parameter, der die Datenbanken und die Modelle koppelt. Somit selbst bei einem Neuimport von Elementen wird die Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Das ist also eine zusätzliche ID, die die Elemente nachvollziehbar macht. Das gleiche eben bei den IFC-Modellen. So kann ich mein IFC-Modell beliebig austauschen. Es werden neue Element-IDs erstellt, aber durch die Zuweisung dieses speziellen Codes wird alles trotzdem nachvollziehbar gehalten. Hier einmal ein Blick in so ein Koordinationsmodell. Wir sehen also Elemente aus der TGA. Also hier ist wirklich aus 300 Revit-Modellen und Millionen von Objekten ein riesiges Koordinationsmodell erstellt worden. Die 4. Dimension, hatte ich vorhin angesprochen, ist als Parameter hinzugefügt. Dadurch können gemäß der Zonen und dem tatsächlichen Baufortschritt oder der Baufortschritt, besser gesagt, kann digital eigentlich 1:1 nachverfolgt werden, ohne auf der Baustelle zu sein. Hier sehen wir jetzt nochmal ein Aufbau quasi unserer Elemente. Die Shell-Cassettes, die eben angesprochen wurden, das Dach und die Brücken. Im Grunde, ich gebe wieder zu Herrn Blandini. Wir dachten, es ist mal vielleicht interessant zu zeigen, wie diese Informationen tatsächlich dann in der Fertigung umgesetzt worden sind. Deswegen nochmal die 2 Bereiche, die schon in der Fertigung sind, etwas stärker im Detail. Zum einen das sogenannte unter der Gruppe, sprich das haupttragende System. Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus dem statischen Modell und wie man eigentlich aus den Revit dann die Vorlageinformationen für die Erstellung der Schalpläne dann entstanden sind. Und man kann hier ganz gut erkennen, inwieweit wir eigentlich bei der Modellierung angegangen sind. Bei der Bewährungsmodelle haben wir mit Halbplan gearbeitet, aber wir haben Informationen eben hin und her überspielt und geprüft, inwieweit das mit den ganzen Einbauteile, die dort notwendig sind, tatsächlich das Ganze zusammenpasst und dass es alles an sich in Fertigteile in Kuwait vor Ort umgesetzt werden kann. Das kann man eigentlich aus dem Bild ganz genau erkennen. Diejenigen, die mal die Baustelle angeschaut haben, die meinen, okay, gut, das ist Massivbau, aber es ist so viel Stahl drin, dass es eine Mischung aus Massivbau und Stahlbau ist. In der Tat, diese Krafteinleitung von den Schalen ist keine einfache Aufgabe gewesen. Ich gehe aber Sie können hier sehen, wie das Ganze entstanden ist.
So, was Sie gesehen haben, sind übrigens die größten Kräne der Welt. Also jede von diesen Fertigteilen wiegt über 300 Tonnen. Arup, der vor uns dann das Ganze oder bis Ausschreibung geplant hat, ist erstmal von 40 Tonnen ausgegangen. Also wir haben deutlich weniger Segmente fertigen können, das heißt höhere Präzisionsgrade erreichen können. Und natürlich, das stellt eine ganze Menge an logistische Herausforderungen. Das können Sie aber von der Größe und der Menge an Kräne durchaus erkennen. Hier bloß ein paar Eindrücke dann aus zwei Bereiche oder eins. Ich glaube, das zweite habe ich aus Zeitgründen dann weggelassen. Letztendlich sind wir inzwischen bei etwas 70% Massivbaufertigung und innerhalb von den nächsten 3-4 Monaten sollte das Gesamtrohbau, was die Fertigteile angeht, eigentlich fertiggestellt werden. Das nächste, was eine noch anspruchsvolle Aufgabe war im Sinne der Präzision der Fertigung, war eigentlich die Fertigung der Shell-Kassette, der gerade angefangen hat. Wir sprechen um etwas 310.000 Quadratmeter an Fläche. Jede Kassette ist mal 9 bis 10 Quadratmeter groß, also 37.000 Elemente. Jetzt bei den 37.000 Quadratelemente, dann hat man einen Wiederholungsgrad von nur 6. Also es gibt 6.000 unterschiedliche Typen. Und ohne einen direkten Bezug zwischen Modellierung und Fertigung, das wäre unbaubar gewesen. Und diese 6.000 Elemente, die werden alle vor Ort in Kuwait direkt an der Baustelle gefertigt. Ja, also da ist es maßgebend die Planung von diesen Elementen, das ist alles parametrisch erfolgt. Ich gehe nicht hier in Detail zu den einzelnen Komponenten von dieser Shell-Kassette. Maßgebend ist zu verstehen, dass es eigentlich ein Betonelement ist, der eine stabilisierende Funktion hat und Träger, Stahlträger, die eine tragende Funktion haben, aber auch eine Formengebungsfunktion haben. Von daher ist eine Mischung zwischen einer kontinuierlichen Schale und einer Gitterschale von Tragverhalten her. Hier sehen Sie eigentlich wieder einen Auszug aus dem statischen Modell als Ausgang und dann die unterschiedlichen Prozesse und Schritte, die durchgegangen sind, die dann eigentlich zu einem Modell geführt hätten sollen. Immer mal wieder haben wir uns, wie alle, die sich mit solchen Themen beschäftigen, uns auch mit Problemen zwischendurch beschäftigt. Die sind aber alle gelöst inzwischen und das sind eigentlich die Vorlagen, die direkt in die Fertigung gehen. Und hier sehen Sie im Detail mit allen Schrauben und alle Elemente, wie detailliert eben das Tekla-Modell ist, LOD 400. Und aus dem Modell entstehen dann computergesteuert dann die unterschiedlichen Bleche. Und was auch mal vielleicht interessant ist, auch die Schalung für die unterschiedlichen Paneele, also 6.000 unterschiedliche Geometrie von dem Beton, ist alles computergesteuert von einer ganz einfachen, relativ einfachen Reinhoffläche, wodurch dann die unterschiedlichen hydraulischen Elemente dann gesteuert werden und mit einer flexiblen Matte eine adaptive Schalung für den Massivbau ermöglichen. Da sehen Sie, wie es mal ein typisches Element dann mal sozusagen dann fertiggestellt worden ist und diese flexible Matte, die ich vorher erwähnt habe. Und da sehen Sie eigentlich eine erste Mockup, die sogenannte 9+9, also 18 Elemente von den eben 37.000, die geplant sind. Also das Ganze wird uns mindestens noch mal bis Ende des Jahres an Zeit kosten, dann um alles fertigen zu können. Aber wir sind zuversichtlich, dass die STB schon Ende des Jahres eingebaut sein werden. So, damit sind wir am Ende von der Präsentation. Wir sind bewusst etwas schneller durchgegangen, um mal etwas Zeit auch für die Fragen dann zu lassen. Dankeschön.